Heute gibt es von mir ein Video zu diesem Schmuckstück hier. Ich habe hier die neue Sony A7R6. Die Kamera habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen in Betrieb. Ich habe die ausgiebig getestet, beziehungsweise ich habe die jetzt eben mal wirklich im Einsatz gehabt bei Shootings und so weiter und will euch da mal so meinen ersten kleinen Erfahrungsbericht damit mitteilen. Man kann jetzt auch endlich die RAWs im Lightroom bearbeiten. Das heißt, man kann endlich wirklich sehen, was die Kamera beziehungsweise der Sensor eben so kann. Und das ist schon wirklich sehr wichtig, denn ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe ein Video dazu schon rausgebracht, denn die Kamera hat eine Verschlusszeit von einer Achttausendstel Sekunde als Minimum, also im mechanischen und im elektronischen Verschluss. Und da kommt man mit einem 1.2er Objektiv, auch mit einem 1.4er Objektiv natürlich an die Grenzen. Jetzt ist es so, wenn ihr JPEGs shootet, dann habt ihr da ein Problem, denn eure Bilder werden überbelichtet sein, ausgebrannt sein. Wenn ihr RAW shootet, dann habt ihr da wirklich sehr viele Möglichkeiten, die Belichtung wieder runterzuziehen. Und deswegen ist es hier natürlich dann auch so ein kleiner Vorteil, dass die Kamera euch eben eine hohe Dynamik bietet, dass ihr da wenigstens den Nachteil, diese Verschlusszeit, ausgleichen könnt. Wie gesagt, den Ausgleich, den braucht ihr, wenn ihr wirklich lichtstarke Objektive verwendet. Das ist ein kleiner Minuspunkt bei der Kamera. Ich hoffe, da wird noch mit der Firmware nachgeholfen. Ansonsten sind wir hier in einem Bereich von der Bildqualität. Es geht nicht besser im Vollformat. Das haben jetzt auch Tests ergeben. Die Kamera bietet euch die beste Bildqualität im Vollformat und das merkt man auch. Wenn ihr die RAWs bearbeitet, ihr könnt da die Schatten und die Lichter und so weiter hochziehen, runterziehen und bearbeiten. Das ist wirklich ein Traum. Also die Kamera auch mit den 67 Megapixeln bietet euch da Reserven zum Croppen und eben auch eine Dynamik, die ihr im Bild habt, wo ihr zum Vergleich schon in fast ein Mittelformat gehen müsst, dass ihr das da so rausholen könnt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut und macht wirklich sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Dann kommen wir mal zum Autofokus. Und da muss ich wirklich sagen, für eine sehr hochauflösende Kamera ist der Autofokus wirklich tipptopp. Also sie kommt ja auch mit 30 Bildern in der Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat eine Kamera, die wirklich auf Bildqualität gelegt ist und die bietet einem jetzt die 30 Bilder pro Sekunde. Da darf natürlich dann auch der Autofokus performant sein und das ist er hier. Das gehört mit zu den besten Autofokus-Systemen, was ihr aktuell gerade in Kameras überhaupt bekommen könnt. Klar, es ist nicht auf dem Level von der A1.2. Das war auch von Anfang an klar, die A1.2 macht doppelt so viele Autofokus-Berechnungen, aber ich will auch mal sagen, die Kamera braucht es nicht unbedingt, beziehungsweise braucht es nicht unbedingt ist eben die falsche Ausdrucksweise. Die Kamera ist nicht darauf ausgelegt, jetzt eine Sportkamera oder sowas zu sein, die voll auf Autofokus Wert legt, aber lasst euch so viel gesagt sein, selbst mit Drittherstellern, ich habe jetzt das Sigma 300-600 noch daran getestet, da macht es wirklich Spaß. Auch wenn da jemand schnell auf euch zurennt, da kommt die Kamera wirklich gut hinterher, selbst mit Drittherstellern Objektiven. Ihr müsst da nur ein bisschen beachten, ihr seid auf 15 FPS begrenzt, das ist klar, das ist eine Sony-Begrenzung. Der Autofokus während dem Zoomen, wenn ihr also während dem Aufnehmen zoomt, beziehungsweise während der Bildreihenfolge zoomt, dann muss der Fokus schon arbeiten. Also die Kamera arbeitet eigentlich dagegen, das merkt man auch, wenn man es mit einem Sony 200-600 zum Beispiel vergleicht, dass da Sony irgendwas am Dritthersteller noch begrenzt. Die Kamera muss nachfokussieren, aber das macht sie wirklich sehr schnell und da bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Kamera. Ihr seht es vielleicht auch jetzt gerade, ich habe hier das alte 85-1.8 dran, einfach nur, weil ich mal testen wollte, was die alten Optiken noch an so einer Kamera abliefern. Dazu gibt es dann aber noch ein eigenes Video. Wie gesagt, der Autofokus hier gehört mit zu den besten und auch die Motiverkennung ist jetzt noch mal besser geworden. Das war ja immer so ein Kritikpunkt von mir, ist es auch immer noch im Vergleich zum Wettbewerb, eine Canon, eine Nikon, eine Lumix, die erkennen kleinere Motive dann doch noch einen Tick früher, aber es ist hier schon deutlich besser geworden. Vielleicht kommt da ja noch auch das eine oder andere Update und es wird noch weiter verbessert. Es ist auf jeden Fall auf einem richtigen Weg und wenn wir dann beim Tracking sind, Sony gehört damit zu den besten und das funktioniert da einfach sehr, sehr gut. Das soll jetzt hier aber nicht nur positives Gelaber sein, also es ist halt wirklich so, Dritthersteller werden auch noch beschränkt, die 15 FPS tun hier natürlich dann schon wirklich weh, weil man eben mit Pre-Capture und 30 FPS da noch ganz andere Möglichkeiten hätte, die man mit Drittherstellern so eben nicht voll ausreizen kann. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass Sony irgendwann die Begrenzung mal aufheben würde, aber
Ja, so ist es halt, da muss man dann halt damit leben. Bei der Bedienung bietet euch die Kamera einfach sehr viele Tasten. Klar, ich habe es im anderen Video schon mal erwähnt, mir fehlt hier oben das Rad, wo ich einfach die Bildreihenfolge schneller umstellen könnt. Das mache ich dann über das Drehrad hier hinten. Das ist ja auch eine Standardbelegung. Das funktioniert auch sehr gut. Und ansonsten könnt ihr euch eben die Knöpfe so belegen, wie ihr es wollt. Ihr habt hier oben noch das Modusrad mit dem Sternchenmodus, wo ihr euch 10 einzelne Profile in jedem Aufnahmemodus nochmal hinterlegen könnt. Das sind wirklich Konfigurationsmöglichkeiten. Es macht sehr viel Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Ich habe zum Beispiel auf dem AF-On-Knopf jetzt die Umschaltung auf eine schnelle Bildreihenfolge gelegt, weil ich natürlich nicht immer die 30 FPS haben will. Und auf dem AEL-Knopf habe ich mir den Pre-Capture-Modus gelegt, weil den braucht man natürlich auch nicht immer. Wenn man ihn aber mal schnell haben will, zack, ein Tastendruck, dann ist der aktiv. Da wird es aber auch noch ein eigenes Video dazu geben, wie ich mir die Kamera konfiguriert habe. Also abonniert am besten den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Auch den Videobereich habe ich so ein bisschen ausprobiert. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich habe die Kamera nicht gekauft, um sie dann im Video zu nutzen. Da habe ich andere Kameras dafür, die machen das deutlich besser. Die Sony kann Video gut, ja, sie ist da, wie ich es in einem anderen Video auch schon zur A7 IV gesagt habe, im Mittelmaß, möchte ich mal sagen, weil ihr eben ein paar Dinge fehlen, die der FX-Linie vorbehalten sind. Das ist schade, aber so für die Grundsachen, hier so ein YouTube-Video oder sowas, wäre mit der Kamera auch ohne Probleme möglich. Ihr habt auch 8K da drin, das heißt, ihr habt auch wirklich eine hohe Auflösung und ansonsten auch für 4K 60 oder so ist die Kamera schon gut geeignet. Aber wie gesagt, fürs Filmen benutze ich sie so eigentlich dann nicht. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Da gab es ja Reviews, die haben gesagt, so viel mehr Akkulaufzeit und was weiß ich was. Ich habe jetzt schon ein paar tausend Bilder damit gemacht und habe sie auch länger im Einsatz gehabt, also wirklich mal länger angehabt und ich muss sagen, ja, so richtig mehr Akkulaufzeit habe ich jetzt nicht bemerkt. Es ist jetzt nicht deutlich mehr, dass ich da irgendwie großen einen Unterschied zu einer A1 II oder der A7 V gemerkt hätte. Kann sein, dass sie da ein bisschen mehr Reserven hat, aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht unbedingt gemerkt. Ist aber auch klar, ich habe den Pre-Capture-Modus benutzt, ich habe dann HDMI dran gehabt und so, das Ganze mit recorded und so weiter. Ich saß da und habe gewartet, dass mal ein Vogel landet und so. Das saugt natürlich alles Akku, wenn die Kamera dann an ist. Ihr solltet euch da auf gar keinen Fall irgendwelche Gedanken machen müssen. Sie ist auf jeden Fall besser als die alten Sony-Kameras. Der Akku bietet euch da schon ein bisschen mehr Leistung. Ich denke mal, Wunder müsst ihr da jetzt auch nicht unbedingt erwarten. Aber es gibt natürlich auch ein paar Dinge, die mich so ein bisschen gestört haben. Die haben mich am Anfang gestört, die stören mich jetzt auch noch immer so ein bisschen. Bisschen was hat sich geändert und die möchte ich euch jetzt noch ein bisschen erzählen. Als erstes natürlich der Punkt mit der Verschlusszeit. Eine 8/1000 Sekunde, gerade wenn man wirklich lichtstarke Objektive verwenden will. Das geht in einer Kamera, die wirklich auch für Porträts geeignet ist, wenn man mal ein Ganzkörperporträt in der Sonne mit einer Blende 1,2 machen will. Das sind eine 8/1000 Sekunde einfach zu wenig. Ich habe jetzt schon wirklich sehr viel drauf rumgeritten, deswegen will ich das jetzt auch nicht noch 100-mal erklären. Es ist eben was, das stört mich. Das muss nicht jeden stören. Nicht jeder hat lichtstarke Linsen, aber für mich ist das eben ein Thema. Ein anderes Thema ist der Sucher. Der Sucher ist tipptopp. Der hat nur zwei Eigenheiten, die mich so ein bisschen stören. Am Anfang habe ich es direkt gemerkt, die Sucherhelligkeit. Ihr habt da ja jetzt so einen HDR-Sucher, der weiß wirklich sehr hell darstellen kann. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Am Anfang habe ich das so ein bisschen gemerkt, dass mir weiß deutlich zu hell dargestellt wird. Also ich konnte am Anfang die Belichtung nicht so richtig, ja, festlegen, nur über den Sucher. Ihr seht es auch, wenn ihr vom Sucher auf den Monitor wechselt, dass die Darstellung im Sucher deutlich heller ist, gerade in den Weißtönen. Das hat sich ein bisschen gebessert. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich komme damit ein bisschen besser zurecht. Die einen sagen, das ist Gewöhnungssache. Eigentlich nicht, weil ich nutze ja die anderen Kameras genauso nebenher. Ich habe da jetzt festgestellt, es ist schon besser geworden. Vielleicht hat sich da die Sucherhelligkeit erst noch so ein bisschen einspielen müssen. Keine Ahnung. Das ist ein Punkt, der ist schon, ja, ich sag's mal, schon besser geworden. Ich muss da auch noch ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen, um da rauszufinden, wie man das perfekt anpassen kann. Man kann ja die Helligkeit ändern, man kann wohl auch die HDR-Empfindlichkeit, den HDR-Effekt noch einstellen. Soweit bin ich jetzt noch nicht gekommen. Das will ich mal noch machen. Gibt es vielleicht auch mal noch ein Video dazu. Ein anderer Punkt mit dem Sucher ist, wenn ihr den Pre-Capture-Modus aktiviert habt. Ihr habt also 30 Bilder in der Sekunde aktiviert, den Pre-Capture-Modus aktiviert. Ich habe die Sucherqualität auf hoch und auch die Sucherfrequenz auf hoch stehen. Also da sind wirklich die Parameter so hoch gesetzt, dass es nicht besser geht. Im aktivierten Pre-Capture-Modus habe ich dann gemerkt, sobald ihr den Auslöser leicht drückt und die Kamera in den Pre-Capture-Modus geht,
dann ruckelt der Sucher. Das ist dann so, ihr müsst euch das vorstellen, als wird das Bild vielleicht nur noch mit 15 FPS oder so wiedergegeben. Also es ist schon noch ein Stück flüssig, aber es hakt deutlich mehr, als es ohne aktivierten Pre-Capture-Mode gemacht hat. Das stört vielleicht erstmal nicht, wenn ihr jetzt einen Vogel ja fokussieren wollt bzw. aufnehmen wollt, der jetzt irgendwo still sitzt. Wenn ihr aber was habt, wo ihr euch so ein bisschen bewegt, dann seht ihr natürlich, dass die Bildwiederholfrequenz vom Sucher nicht so flüssig ist, wie sie eigentlich war. Ich weiß nicht genau, ob die Kamera da vielleicht ans Limit kommt oder ob es noch irgendwie ein Softwareproblem ist. Das wird vielleicht mal noch mit einer Firmware oder so behoben werden können. War einfach was, das mir aufgefallen ist. Und dann eben natürlich noch das Thema mit der Auslesegeschwindigkeit. Das darf man ansprechen. Natürlich, der Sensor ist full stacked, ist dafür aber relativ langsam. Ihr seht es wirklich. Also wenn ihr da im elektronischen Verschluss mal schwenkt, dann habt ihr da schon einen leichten Rolling-Shutter-Effekt drin. Das ist aber meiner Meinung nach wirklich meckern auf wirklich hohem Niveau. Also damit kann man leben. Ich habe da null Probleme damit. Ich benutze bei der Kamera auch wirklich sehr gern den elektronischen Verschluss, aber auch wirklich mehr wegen der Geschwindigkeit, die die Kamera da einfach bietet. Aber es ist eben so, es ist full stacked. Ihr werdet aber Rolling Shutter trotzdem sehen können. Das haben andere Reviews ja auch schon gezeigt. Ich wollte es jetzt nur ja, nochmal erwähnen für einen negativen Punkt, der halt mir immer noch so ein bisschen im Hinterkopf ist. Wenn man jetzt aber mal die ganzen negativen Punkte bündelt und die positiven Punkte betrachtet, dann bekommt ihr mit der A7R6 wirklich eine richtig, richtig gute Kamera. Natürlich für 5.000, 5.200 Euro sollte sie das auch sein, aber ihr bekommt damit wirklich auch eine richtig tolle Kamera. Also es macht wirklich sehr viel Spaß, mit der Kamera zu arbeiten. Gerade die Bildqualität, wenn ihr die RAWs öffnet und bearbeitet, das ist wirklich ein Traum. Also es macht wirklich Spaß. Ihr habt da wirklich das Beste, was ihr gerade im Vollformat so haben könnt. Und ja, wie gesagt, es macht mir halt wirklich sehr viel Spaß. Alles in allem bin ich mit meinem Kauf und ja, ich habe die Kamera gekauft. Also das ist jetzt keine Leihgabe für einen Test oder so. Ich habe die Kamera gekauft und bin da wirklich sehr zufrieden damit. Das ist auch kein Schönreden. Ich kenne die Probleme der Kamera und will die natürlich auch kommunizieren, was ich natürlich auch mache. Aber ich muss sagen, sie liefert schon wirklich ab und das wird auch meine Hauptkamera werden. Also ich werde meine Shootings damit machen. Ich bin jetzt gerade dabei zu schauen, was ich für Objektive noch benutze. Ich habe da schon eine ganze Menge Objektive zur Auswahl. Unter anderem nutze ich gerade das Tamron 35-100 sehr gerne damit, weil das auch hier an der Kamera wirklich sehr gut abliefert und eben von der Größe noch sehr angenehm ist. Aber Sony bietet dann natürlich auch F2-Linsen, die wirklich sehr viel Spaß machen, die halt nur wirklich ins Geld gehen, möchte ich es mal sagen. Ich wollte euch jetzt einfach mal das Video rüberbringen, dass ihr so die erste Erfahrung mit der Kamera einfach von mir mal hören könnt, das, was ich da so erlebt habe. Und mich würde natürlich interessieren, was denkt ihr über die Kamera? Habt ihr die Kamera auch schon? Die ist ja jetzt schon ein paar Wochen verfügbar. Wie kommt ihr damit zurecht? Habt ihr positive, negative Dinge gemerkt? Erzählt es mir doch einfach mal in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch so ein bisschen gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir einfach ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.